Die größte Herausforderung im Sojaanbau besteht in der langsamen Jugendentwicklung der wärmeliebenden Kultur. Bei kühler Witterung kann sich die Auflaufphase über Wochen hinziehen. Wochen, in denen Bohnenfliegen, Tauben und Pilzkrankheiten vielfach empfindliche Schäden verursachen. Auch die Beikräuter gewinnen in dieser Phase häufig den entscheidenden Vorsprung. Ist der Bestand hingegen einmal etabliert, so ist die Sojabohne eine sehr robuste, unkomplizierte Feldfrucht. Neben der Saatgutqualität entscheidet die Sorgfalt bei der Aussaat maßgeblich, wie rasch und wie gleichmäßig der Bestand keimt. Wir erklären, worauf es ankommt. Das Saatbeet muss vor allem eben sein, insbesondere wenn mit einem starren Schneidwerk geerntet wird. Im Zuge der Saatbeetbereitung wird außerdem der Beikrautdruck reduziert. Vor der eigentlichen Saatbeetbereitung zur Sojasaat hat sich eine flache Bodenbearbeitung einige Tage oder Wochen vor der eigentlichen Aussaat bewährt. Zum einen bewirkt man dadurch eine bessere Erwärmung des Bodens. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für eine Bodenbearbeitung vor der eigentlichen Aussaat spricht, ist die Beseitigung von Altverunkrautung. Bei der Saatbeetbereitung zur Sojaaussaat müssen wir unterscheiden. Während bei den Getreidedrillen in der Regel eine Kreiselecke vorausläuft, müssen wir bei der Einzelkornsaat eine getrennte Bodenbearbeitung, eine Saatbeetbereitung vor der Aussaat vornehmen. Hierbei ist die Einhaltung der richtigen Arbeitstiefe unbedingt notwendig. Es darf maximal auf Saattiefe gearbeitet werden, damit das Saatgut später auf feuchtem Boden zum Liegen kommt. Keimfähigkeit und Triebkraft sind bei Soja alle Jahre wieder ein Thema. Mangelnde Vitalität im Sojasaatgut bereitet besonders im Ökolandbau große Probleme. Vielfach sind vermeintliche Sortenunterschiede bei Jugendentwicklung, Ertrag und Frühreife eigentlich auf unterschiedliche Saatgutqualität zurückzuführen. Bei Soja kann man schlechte Saatgutqualität nur sehr bedingt durch höhere Saatstärke ausgleichen. In guten Jahren, wo optimale Witterung ist es kein Problem. Da gehen auch Körner mit geringer Triebkraft auf. Die Probleme zeigen sich in schlechten Jahren, wenn es nach der Aussaat sehr lange trocken ist oder vor allen Dingen, wenn es lange kalt und nass ist. Dann brauchen wir eben wirklich Saatgut, was sehr hohe Keimfähigkeit und vor allen Dingen sehr gute gleichmäßige Triebkraft hat. Obwohl wir mittlerweile eigentlich sehr gut wissen, worauf es ankommt bei der Saatgutvermehrung, staune ich alle Jahre wieder, was für schlechte Qualitäten teilweise in den Handel gebracht werden. Und da kann ich die Landwirte nur ermutigen, selbst auch Qualitätskontrollen zu machen und auf gute Qualität zu bestehen. Also bei kaum einer Kultur sind die Unterschiede in der Saatgutqualität so groß wie bei der Sojabohne. Wir haben alle Jahre wieder katastrophale Partien und sehr schöne Partien und da ist man als Landwirt wirklich gut beraten, da sehr darauf zu achten, zur Not auch noch mal eine Probe selber einzuschicken. Und das kann man hier auf diesem Feld wunderbar sehen. Hier links haben wir einen sehr schönen Bestand, gleichmäßigen Aufgang, das war einwandfreies Saatgut. Hier rechts wurde anderes Saatgut verwendet, was eben sehr schlechte Triebkraft hatte. Und den Bestand kann man eigentlich gerade wieder umbrechen. Da sind vielleicht 10 Pflanzen pro Quadratmeter statt der 50, die wir eigentlich mindestens haben wollen. Und deutlicher kann man es nicht darstellen. Die wichtigste Faustregel für mich bei der Aussaat ist so früh wie möglich, so spät wie nötig. Also es geht wirklich darum, bei uns im Grenzklima für den Sojaanbau den ersten guten Zeitpunkt zu nutzen. Das heißt, sobald wir Bodentemperaturen über 10, bei rund 12 Grad haben und gutes Wetter angesagt ist, geht's los. Wichtig ist, dass nach der Aussaat ein paar Tage es wirklich sicher warm ist, möglichst auch nicht zu kalte Nächte, dass das Saatgut einmal einen Wachstumsimpuls hat. Wenn danach ein Kälteeinbruch kommt, wenn die Saat angekeimt ist, ist es nicht so schlimm. Aber das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass es direkt nach der Aussaat nass-kalt wird und die Körner lange, ohne keimen zu können, im kalten Boden liegen. Ja, nach meiner Erfahrung gibt es in fast allen Jahren zwischen 20. und 30. April Tage, die optimal sind. Und wenn man die verpasst, dann kommt oft Anfang Mai ein Kälteeinbruch und dann wird es ganz schnell Mitte, Ende Mai mit der Aussaat und entsprechend Mitte Oktober mit der Ernte, mit allen Risiken und Problemen, die damit zusammenhängen. Also es geht wirklich darum, den ersten guten Zeitpunkt zu nutzen. Dann kommen wir in den Sojalagen in fast allen Jahren sehr gut rum.
Über diese Frage lässt sich trefflich streiten. Wenn die Aussaatbedingungen und das Saatgut gut sind, lässt sich ohne Frage mit einer einfachen Getreidedrille ein guter Sojabestand erzeugen. Durch Verschließen von Saatleitungen kommt man auf die gewünschte Reihenweite. Gute Einzelkorngeräte ermöglichen eine konstantere Tiefenablage und Standraumverteilung. Vielfach ist auch die Rückverdichtung besser. Faktoren, die im Endeffekt bis zu eine Woche Vorsprung in der Entwicklung bringen können, bei geringerem Saatgutbedarf. Zudem wird die mechanische Beikrautregulierung leichter, je gleichmäßiger die Saat aufläuft. Bei der Drillsaat hatten wir es ja schon angesprochen, dass man langsam fahren muss, sonst hüpfen die Schare und es gibt ein ungleichmäßiges Saatbild. Das gilt im Prinzip auch bei der Einzelkornsaat, je nachdem welche Technik man hat. Aber mit den meisten Geräten muss man sagen, mehr als 4 km/h sind nicht ratsam, unter Umständen auch noch langsamer. Bei der sehr hohen Aussaatstärke, die wir bei Soja benötigen, kommt sonst die Vereinzelung nicht hinterher. Die Geräte sind nicht auf diese hohen Mengen ausgelegt und das können wir nur kompensieren, indem wir langsam fahren. Ein weiteres Detail, was sehr wichtig ist, sind die Lochscheiben. Da ist je nach Hersteller wirklich ganz genau zu gucken, welche Lochscheiben mit Soja zurechtkommen. Bei der Monosem zum Beispiel haben sich spezielle Lochscheiben mit 120 Löchern, die diagonal versetzt sind, durchgesetzt. Das sind die einzigen Lochscheiben, mit denen man wirklich gute Resultate bei den meisten Monosem-Geräten hinkriegt. Hier haben wir eine Maschine von Querneland, da sind es ganz andere Scheiben mit wesentlich weniger Löchern, andere Technik. Ja, und ich würde auf jeden Fall jedem Landwirt, der zum ersten Mal mit Einzelkorntechnik Soja aussät, schon im Winter vor der Aussaat eine Trockenübung zu machen. Beispielsweise bei uns im Lebensmittelbereich, im Vertragsanbau für Tofu, haben wir sehr großkörnige Sorten. Es kommt immer wieder vor, dass Landwirte dann bei der Aussaat eine Überraschung erleben, dass ihre Technik mit den großen Körnern nicht zurechtkommt. Wenn man das bereits im Winter weiß, kann man entsprechend die Lochscheiben anpassen. Neben den Lochscheiben gibt es einen zweiten Punkt, der sehr wichtig ist. Das ist das Vakuum. Bei den pneumatischen Einzelkornmaschinen muss das Gebläse groß genug sein für die große Menge an Sojabohnen, die wir pro Hektar brauchen. Zum Beispiel bei der Monosem, da gibt es eben extra starke Gebläse, speziell für Soja, die sollte man auf jeden Fall verwenden. Auch das ist bei jedem Hersteller anders. Ein Versuch vor der Aussaat bewahrt einen hinterher vor Ärger. Bei 00-Sorten werden in der Regel 550.000 keimfähige Körner gesät. Das entspricht je nach Korngewicht und Keimfähigkeit 100 bis 150 Kilogramm Saatgut je Hektar. Bio-Sojasaatgut ist teuer. Und wenn wir sehr saubere Felder haben, sehr geringen Unkrautdruck, dann kann man auch mit der Aussaatstärke ein bisschen runtergehen. Einige Praktiker machen das mit gutem Erfolg, bis auf 500.000 keimfähige Körner auf einen Hektar. Eine andere Strategie bei hohem Unkrautdruck ist ganz stark hoch mit der Aussaatstärke, bis zu 700.000 Körner auf einen Hektar sind durchaus nicht unüblich. Und dann kann man eben umso intensiver mit Striegel und Hacker hinterher rangehen. Hat kein Problem, wenn einzelne Pflanzen ausgerissen werden. Das kommt ganz auf den Standort an. Standard-Aussaatstärke sind 550.000 keimfähige Körner auf einen Hektar. Soja ist keine Ackerbohne. Sie liebt es warm und möchte rasch ans Licht kommen. Faustregel sind 4 cm. Bei gleichmäßiger Tiefenablage reicht das, um einmal blind striegeln zu können. Also der einzige Grund für eine tiefere Aussaat kann große Trockenheit sein. In sehr trockenen Jahren, ich muss natürlich ans Wasser rankommen, da gehe ich dann halt weiter nach unten. Und da empfiehlt sich bei Einzelkornsägeräten der Einsatz von Glutenräumern. Also ich kann mit dem Glutenräumer einfach die Saatrinne ein bisschen vertiefen, dann habe ich eine tiefe Ablage und die Bohne muss sich trotzdem nicht zu lange durch den Boden durchkämpfen, bis sie hochkommt. Die Beikrautregulierung ist vor allem innerhalb der Pflanzreihe eine Herausforderung. Entsprechend gilt, je weiter der Reihenabstand und je dichter die Pflanzabstände in der Reihe, desto weniger Unkraut. Auf der anderen Seite soll der Bestand möglichst rasch Reihenschluss machen. 50 cm Reihenabstand sind Standard bei Bio-Soja. Im konventionellen Bereich haben sich hierzulande bei Soja enge Reihen, also auf Getreideabstand, bewährt und durchgesetzt. Man hat dort eine etwas bessere Unkrautunterdrückung natürlich. Wenn nur mit Herbiziden gearbeitet wird, kann man gut mit engen Reihen arbeiten. Im Biobereich empfehlen wir 50 cm Reihenabstand, weil man daneben optimal hacken kann und zwischen den Reihen damit das Unkraut gut in Schach halten kann.
In den Reihen hat man dann eine sehr hohe Pflanzendichte, wodurch in den Reihen das Unkraut gut unterdrückt wird. In Amerika geht der Trend aktuell wieder zu weiten Reihen, weil dort einfach verstärkt Pilzprobleme auftreten, die wir hier in dem Maß noch nicht haben. Und bei weiten Reihen durch die bessere Durchlüftung weniger Pilzrisiko auftritt. Mit den meisten Maschinen sollte man wirklich nicht schneller als 4 km/h fahren. Das ist hart in der stressigen Aussaatzeit, aber nur so kriegt man wirklich geschlossene Bestände hin, die wir haben wollen. Ja, und was sehr wichtig ist, bei allen Ackerarbeiten, aber bei der Aussaat insbesondere, ist eben die häufige Kontrolle. Gerade auf den ersten Hektaren, dass man wirklich mehrfach absteigt, guckt, gründlich nachbuddelt und nicht einfach fährt und darauf vertraut, dass es läuft. Da kann man sich viel Kummer sparen. Wenn man gleichmäßige Bestände, die gleichmäßig schließen, hinbekommt, hat man es später bei der Beikrautregulierung ungemein leichter.